Top 10 Herbstdüfte 2025. Ja, eins der 4 großen Düfte. Und ja, jetzt ist der Herbst dran. Der Herbst steht perfekt vor der Haustür oder ist schon da. Und ich habe euch 10 geile Herbstdüfte, die besten der besten rausgesucht. Von teuer bis günstig bis sehr günstig. Irgendwie alles dabei. So machen wir das. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Love aus Hamburg immer noch. So, wir fangen mal mit den ersten an. Den habe ich vor Jahren schon vorgestellt. Und ja, es ist immer noch die erste Version, weil ich habe da früher einige, ja, mal so gekauft. Und auch als Backup absolut einer der besten günstigen Düfte. Und zwar Bentley for Men Intense. Das ist sowas von, ja, holzig, männlich, boozy, ein bisschen alkoholische Note, schönes Teil. Also ein perfekter Duft für einen richtigen, ja, Bentley-Fahrer. Mit diesem Duft passt ihr, also für mich persönlich, perfekt in ein Bentley. Schöne Sachen an, Hemd, Jackett meinetwegen auch und dann rein in ein Bentley mit diesem Duft. Endstation. Absolut Endstation. Richtig Top-Duft immer noch. Ja, ich habe gehört, er soll von der Haltbarkeit, weil der hier 15 Stunden anhält, eine extreme geile CH hat. 20 € habe ich da früher bezahlt. Das fällt einer. Ich muss und ich werde demnächst ja nochmal ein Video machen, die besten günstigen Düfte ever. Ja, da kommen natürlich immer neue hinzu und das muss man dann immer irgendwann neu machen. Auf jeden Fall einmal kurz spoilern. Natürlich ist der dabei. Der muss dabei sein. So. Geiles Teil. Und yes. Bentley for Men Intense. Solltet ihr testen. Auch wenn er jetzt nicht mehr ganz so stark ist, aber trotzdem habe ich gehört, der geht trotzdem locker an die 10 Stunden, 9 Stunden. Ich habe jetzt die Version, ich kann das jetzt nicht selber sagen, wie das, also wie die Tiefe ist und so weiter, aber egal. Es ist natürlich ärgerlich, aber die DNA, es ist einfach ein saugeiler Duft, den müsst ihr unbedingt haben. So, der nächste ist der Rehab von Initio. Ja, oder ist denn schon Weihnachten, könnte man sagen, ne? Nein, nicht ganz, wenn man so rausguckt, aber dieser Duft mit dieser schönen Würzigkeit, schon weihnachtlich, schon fast Spekulatius-Style. Ihr kennt auch Spekulatius, das ist schon herrlich. Erinnert an also wer Spice Bomb macht von Victor Noyce, der wird diesen auch hier lieben, vielleicht sogar besser finden. So ein bisschen die Nischenvariante, ich will auch gar nicht sagen die vollendete Variante, eigentlich nicht, weil der Victor Noyce Spice Bomb immer noch oder überhaupt top ist, der fing damit an, das sind so Erinnerungen für mich auch, der Spice Bomb, aber wenn ihr den so noch ein bisschen anders haben wollt, Initio, so Style noch und trotzdem die ähnliche DNA, dann holt euch den Rehab und das ist schon ein schönes Teil. Ist herrlich, hält auch so seine 9 Stunden und wer was Würziges mit Zimt, Würzigkeit, all dieses Weihnachtliche macht, ist mit Rehab auf jeden Fall gut bedient. So, der nächste ist der Naxos. Ja, der muss natürlich hier rein. Vanille, Tabak von allerfeinsten. Einer meiner Lieblinge. Oder er war immer, ich habe ihn gefeiert, seitdem er raus ist. Es ist ein geiles Teil. Wer also Vanille, Tabak, Honig mag, der kann eigentlich nicht an Naxos vorbeilaufen. Das ist eine Vollendung, auch in der aktuellen Version, auch wenn ich eine ältere habe, aber auch die aktuelle Version ist top. Ja. Was herrlich ist. Das ist ein absoluter Traumduft. Ich muss es leider schon fast sagen, Search noch Düfte gemacht. Jetzt fange ich auch schon an, das dort zu sagen. Es ist aber leider so, weil die letzte Zeit, das ist krank. Das ist so geil. Herrlich. Naxos, wie gesagt, absolut krankes. Das ist ein absolutes Brett. Haltbarkeit bei denen hier jedenfalls 15 Stunden, 20 Stunden. Geile CH, aber auch die neue soll locker 12 Stunden sein, habe ich gehört. Ja, die Tiefe vielleicht ein bisschen, die ist nicht mehr ganz so vorhanden. Der Tabak, diese Vanille, all das Zusammenspiel nicht mehr, aber trotzdem, man merkt, es ist Naxos und es ist immer noch geil. Ich habe es einfach so gerochen. Mein Administrator hatte eine etwas jüngere Version als meine und trotzdem absolut nice. So, der nächste, der auch nice ist, vor allem im Herbst, ist der richtig perfekt. Viele sagen mal so im Winter nein.
ist ja Angel's Hair, ja, aber das Original. Wenn ihr schön was busig haben wollt, ist mit Vanille, Zimt und Cognac, dann ist das euer Duft. Absolut herrlich. Ja, jahrelang bin ich an den vorbeigelaufen, habe ich gesagt, nein, will ich nicht, ist nicht so mein Fall, war es auch eine ganze Weile nicht, aber ich glaube auch einfach, der Hype war zu groß. Das ist genauso wie ein Hype wie Aventus, aber den habe ich ja vorher mitgemacht, wo es noch gar keinen Hype gab, hatte ich ja schon den Aventus, da kannte Creed fast überhaupt noch keiner hier. Da ist auch was anderes, aber hier, das war mir einfach zu viel. Dann gab's hier Nachbauten, da Nachbauten etc. pp. Aber das Original bleibt wirklich hier das Original und ein schönes Teil, absolut süß. Wer was Süßes, Vanille mit Zimt und Cognac mag, der muss den einfach zu Hause haben. Und das ist einfach viele wollen dieses Wort nicht hören, es ist aber Ladykiller beziehungsweise Panty Dropper. Ist dieser Duft wirklich, muss man absolut sagen. Geht nichts, ist einfach so. Der nächste, meine tatsächlich viele, und da könnte ich nur ein bisschen den Kopf schütteln, ein bisschen, aber eigentlich fast mehr. Der nächste Duft sagen viele, dass das ja, sage ich mal, auch ein Angel's Hair ist, nur mit Kirsche. Also ganz ehrlich, naja, wir kommen gleich dazu. Carlsbad Night. Ein heftig geiler Flakon und wenn es um diese Preiskategorie 60, 70 Euro, manchmal ist er sogar viel höher, weil da eben ein Hype ja, ist schon ein bisschen länger her, drum gemacht worden ist, auch zu Recht, weil Haltbarkeit und es ist schon gut, Sillage und die DNA, es ist wirklich maskulin nice und für den Preis und denn dieser Flakon und denn die DNA und vor allen Dingen steht inzwischen auch bei Douglas, dann kann ich sagen, ja, der Hype war zu Recht. Aber wer hier Angel's Hair oder auch Los Chery riecht, ich weiß nicht, Alter, da bin ich raus, weil meine Nase ist gut und ich mache das, ich bin kein Laie hier, ne? Und, aber der hat's vielleicht, wenn man den aussprüht, am Anfang erstmal gar nichts. Weder von Los Chery, noch von Angel's Hair, da war noch einer, glaube ich, irgendwas war da doch noch. Den dritte fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall ist das ein eigenständiger Duft, der zwar ein bisschen Kirsche hat, aber nicht ansatzweise. Also den Los Chery, finde ich, ähnelt er am wenigsten. Gut, mag sein, Los Chery wurde ja komplett kaputt gemacht. Ich habe die erste Version, aber niemals. Los Chery ist Lübecker Marzipan. Und der Angel's Hair, hatte ich doch gerade gesagt, mit Cognac und so, das sehe ich da vielleicht, der wandelt sich sehr oft, aber das sehe ich erst dann, so eine Minute kommt das vielleicht mal zwischen, wo man sagt, oh, der erinnert mich vielleicht ein bisschen und dann geht das wieder weg und ich komme jetzt nicht auf den dritten, da war doch noch einer. Ach ja, Orjan, nein, den zwar noch vielleicht am meisten, aber nein, es ist im Endeffekt ein schöner Kehrstoff, der so ein bisschen, ich kann das schwer beschreiben, nicht metallisch, aber maskulin, typisch die arabische DNA, süß, vielleicht alles von allen hat, aber dann im Endeffekt komplett eigenständig ist und gar nicht irgendwie riecht wie die anderen irgendwie. Das ist meine Meinung. Wenn man hier dran riecht er nicht ansatzweise wie die drei, die ich gerade aufgezählt habe. Ja, aber es ist im Endeffekt ein richtig schön geiler, starker Duft, richtig cool gemacht. Eine trockene Kirsche, die ganz anders ist im Endeffekt, ganz anders rüberkommt. Und ja, Carlsbad Night, für diesen Preis solltet ihr auf jeden Fall mal zuschlagen. So, jetzt kommen wir zu einem Lattafa, den habe ich letztens ein Einzelvideo gewidmet. Habig Man, ja. Was heißt letztens? Ich glaube, das Video hier vor. Und es ist ein schön würziger Lavendelduft, der so ein bisschen eine Ledernote hinten mit schwingt, ist aber kein Leder drin. Erinnert an oder für mich an den besten Lemal-Duft. Und ja, und so ist das eine perfekte, günstige Alternative zu diesem Lemal-Duft, den es schon lange nicht mehr gibt, den sie lange eingestellt hat. Guckt mal gern dieses Video, da werde ich dann euch mehr über diesen schönen Duft für 30 Euro mit sehr guter Haltbarkeit, auch in Sillage werde ich da erläutern, aber auch zum Herbst einfach perfekt, kostet nicht viel. Ihr merkt schon, zwischen teuer und günstig habe ich ja und dieses Mittelding und ja, das ist ein nices Teil für 30 Euro, ist ja immer so verschieden, also schreibt hier nicht in die Kommentare, das ändert sich ja jeden Tag, aber Habig Man
unbedingt mal testen. So, jetzt kommt auch wieder ein günstiger, ein sehr günstiger, aber das ist eine Überraschung für mich. Und wenn ich den rieche, da kann ich nur sagen, oh, wow, auch der gehört mit zu den besten günstigen. Gary Dance oder FOMO mit Gary Dance oder was auch immer. Wer ist hier eigentlich? Na, auf jeden Fall hier. Der beinhaltet ja wohl, also jetzt mal ganz ehrlich, das alte Dior Parfüm plus das Dior Intense. Dior Homme Intense und Dior Homme Parfüm. Die alte Variante natürlich, ne? Oh, geil. Pudrig, Lippenstift-Style, 19 Stunden Haltbarkeit, richtig brachial und das für 19 Euro oder 25 Euro hier in 100 ml. Leute, das ist einfach ein Monster. Das ist perfekt, eigentlich fürs ganze Jahr, aber jetzt perfekt im Herbst oder besonders jetzt im Herbst ist er perfekt. Also, das ist ein Ding. Ich habe sogar noch ein Backup, da muss man schon sagen, alle Achtung, was da rausgeknallt wird. Und das riecht hier nicht irgendwie billig oder, nee, nicht ansatzweise, Leute. Das ist geil. Natürlich, ich finde er hat mehr vom Parfüm, aber das Intense schwingt nicht die Pudrigkeit auch mit. Also Respekt für den Preis. Unschlagbar. So, jetzt kommen wir zu den zweiteuersten. Also wenn ich den jetzt gerade in die Kamera halte, sagt ihr was? Der zweiteuerste? Ja, ist der zweiteuerste. Blonde Amber von Clive Christian. Blonde Amber, 550 Euro. Aber der Amber, der hier drin ist, denn die Gewürze, das ist ein Meisterwerk. Das ist Sex im Flakon. Das ist einfach alles. Der hat einfach alles. Der Duft, muss man wirklich sagen. Umso länger man ihn stehen hat, umso länger der offen ist oder gesprüht worden ist. Am Anfang könnt ihr sein, oder ist es so, dass ihr sagt, was ist das da für den Preis? Den riech ich kaum noch. Aber wenn ihr legt mal so ein T-Shirt, einen Test, sprüht mal rauf und legt das mal weg. Nächsten Tag, ihr werdet das irgendwann riechen. Es liegt die ganze Zeit da. Und umso öfter ihr den mal benutzt und umso öfter da ja auch Luft reingekommen ist, in Anführungsstrichen, mein Gott, umso geiler wird der Duft. Und wenn du den dann immer wieder mal ab und zu mal auflegst, dann ist das einfach ein Traumduft. Da braucht man auch nicht viel reden. Ja, da gibt es auch einige bestimmt günstige Alternativen. Aber, was heißt gibt es? Es gibt sie. Aber das Original ist das Original und es ist einfach perfekt. Schöner Flakon. Nices Teil. Alle Düfte übrigens wurden hier selbst gekauft. Nur mal nebenbei. Oh, ja, geil. So ist es. Saustarker Duft. So, jetzt kommen wir zum nächsten für mich. Und ich habe schon wieder in einem Video. Ich glaube, die letzte Zeit öfter. Aber jetzt habe ich habe das Eau de Parfum wieder. Und ich muss fast sagen, so hatte ich das nicht in Erinnerung. Und die anderen Ableger, die ich habe, die stehen hinter mir, die sind schon top. Die sind schon top. Aber das Eau de Parfum von Shalimar. Oh, geil. Einfach mehr animalisch, mehr vanillig, mehr pudrig, mehr oldschool und dann eine schöne, geile Zitrone im Hintergrund. Oh, ich muss sprühen. Ey, nee, oh nee, ich höre auf hier. Ich mach das Video nicht zu Ende. Oh, nee. Oh, ist das geil. Das ist absolut geil. Alle, nein, Leute, wieso kommt manche da nicht ran? Aber kommt hier mit irgendeinem anderen Scheißplünnen an, mit Vanille oder so. Ja, Baby Cat ist geil und viele andere Vanille-Düfte auch, ja. Ich sag mal Baby Cat, weil das so immer so der Gegenpol ist. Aber Le Parfum von Chanel ist auch so der männliche Part von Shalimar. Aber das Eau de Parfum. Also wenn ich werde das Video doch rausbringen, weil viele gesagt haben, mach mal ein Bild zwischen den ganzen Düften. Shalimar-Version. Ich habe leider Tonka nicht. Und natürlich habe ich nicht alle Shalimar-Versionen. Ich kenne die auch nicht, deswegen werde ich nur die hier nehmen. Leider habe ich Tonka nicht. Aber dieses Eau de Parfum, Freunde, alle sind Endstation. Alle Versionen, die ich hier habe. Das Eau de Toilette, Eau de Parfum, die neue Version hier, 100 Jahre Shalimar und Iris. Tonka habe ich leider nicht. Also wenn einer Leute da draußen Tonka loswerden will, schickt rüber. Einfach so, Alter. Macht mir mal hier. Haut mal rein. Ne? Haut mal rein, Alter. Das ist schon geil. Und geil, wenn ich den hier rieche, ne? Shalimar, Vanille, Zitron. Ach, ich hab's ja eben schon aus. Ich hab's doch schon erwähnt. Ich hab's doch erwähnt. Ist absolut ein brachialer. So, jetzt kommt der teuerste, der letzte. Ja, teurer als Blonde Amber. Und es ist Amber Oud
von Raja Parfüms. Hier seht euch den Juice an, ihr könnt also nichts Weißes tragen, aber dieser Duft ändert sich alle 10 Minuten. Ihr wisst eigentlich gar nicht, was ihr da tragt. Er riecht immer anders, er riecht so pervers gut. So pervers gut. Und nochmal, ja, ich habe diese Düfte selber gekauft. Im Moment gibt's ja so Schlaumeier und dann dies und jenes. Wenn ich das da, das da alles so mitkriege. Also eigentlich interessiert mich das ja alles nicht. Mir wird das immer zugetragen. Mir wird vieles zugetragen. Obwohl ich mich alles so nicht wirklich interessiert mehr. Weil ich mache mein Ding, das muss einfach sein. Irgendwann. Ich bin dafür zu lange im Game. Und aber, naja. Man kann ja hier rüber, darüber, da, hier und dies kann man machen, dies soll man machen und warum macht der das nicht, dies und jenes nicht und dann natürlich immer nur so, keiner weiß von wem. Ach, lassen wir es einfach so stehen. Aber ja, schönes Teil, geiles Teil. Amber Oud von Raja Parfums. Man merkt immer wieder einen Qualitätsunterschied zu den anderen großen. Tatsächlich auch hier, ohne den hier schlecht zu machen. Und ich weiß, das kann man jetzt nicht vergleichen, weil es nicht der gleiche Duft ist. Aber der macht schon gute DNA, also Qualität, nicht DNA. Aber das hier ist einfach eine andere Liga. Das hat sich dann auch ein bisschen geändert, wohl ein bisschen jetzt in der letzten Zeit. Leider. Aber diese Version noch und auch überhaupt die ganzen Rajas, die es hier stehen. Ich habe auch den Diaghilev, der kostet ja noch mal mehr. Der kostet 700. Also wenn man den jetzt nicht runtergesetzt irgendwo kriegt, whatever, Originalpreis 700. Da ist noch einer und dann gibt's ja noch den 1000 Euro Diaghilev. Den wollte ich jetzt hier nicht reinnehmen, weil für den Herbst, ja, kann man auch machen. Aber der Amber Oud ist schon brutal gut. Ja, das reimt sich sogar und ja, das war's denn eigentlich. Ja, das waren so meine Top 10 Herbstdüfte 2025. Ja, also ich finde, da ist für jeden was dabei, von günstig, im Endeffekt schon von sehr günstig bis Normalpreis, bis teuer, bis bisschen mehr teuer, bis schon gut teuer und eben ganz teuer. Im Endeffekt alles dabei und ihr könnt ja mal unterschreiben, welchen oder wie findet ihr diese ganze Ausbeute, die ich hier für euch rausgesucht habe und welche habt ihr noch? Aber ich versuche immer jedes Jahr, so gut wie es geht, auch mal so ein bisschen andere zu zeigen. Ich könnte natürlich, ja, im Endeffekt habe ich überlegt, muss man auch real sagen, den mal rauszulassen. Aber das geht auch nicht so wirklich. Nee, irgendwie geht das nicht. Es kommt ja auch noch Winter, aber ich glaube mal vorweg, und das ist jetzt auch nicht so, wenn ich das jetzt euch sage, vielleicht lasse ich den Winter tatsächlich mal weg. Dann werde ich es aber erwähnen, weil sonst heißt es nachher wieder, wo ist der Naxos? Wenn ich den aber so oft zeige, dann heißt es, ist ja klar, dass er dabei gewesen ist. Ja, was denn nun, leider? Ja, dann würde ich mal sagen, gehen Grüße raus an euch alle. Schön, dass ihr dabei seid. Macht gerne einen Daumen nach oben, folgt mir natürlich. Und liked und kommentiert vor allen Dingen dieses Video gern und ja, so weiter und so fort. Guckt in die Videobeschreibung und nochmal rein etc. Macht alles, was ihr wollt. Und dann würde ich sagen, bin ich raus, Hamburg ist raus und das waren mal wieder die Top 10 Herbstdüfte 2025. Diese großen Videos sind geil. Warum muss ich sagen? Ja, so lassen wir stehen. Also Freunde, ja, Grüße gehen raus an meine Mitglieder natürlich noch, ne? Ihr könnt auch Mitglied werden, könnt ihr auch unten alles sehen und dann bin ich raus, Freunde. Jetzt nur wirklich. Hamburg ist raus. Bis zum nächsten Mal.